Hallo meine Freunde, hola Madridistas, in einer absoluten Horrorsaison, in der viele Madridistas denken, wann ist diese Saison endlich vorbei, schaut man auf die Tabelle und erkennt, Real Madrid ist 5 Tage vor Spielschluss nur 4 Punkte hinter dem FC Barcelona. Und dann gibt es nächste Woche auch noch ein direktes Duell. In diesem Video schauen wir uns das Restprogramm vom FC Barcelona und von Real Madrid an und ich nenne euch die Gründe, warum ich glaube, dass Real Madrid noch Meister werden kann. Dann gibt es neueste Informationen von Fabrizio Romano rund um das Thema Carlo Ancelotti und Xabi Alonso. Der italienische Transferguru hat gestern ein neues YouTube-Video veröffentlicht. Ich gebe euch wieder, was da gesagt wurde. Und dann habe ich auch noch neueste Bilder und Informationen für euch zu Dani Carvajal, Eder Militao und Joan Martinez. Und zu guter Letzt gibt es auch noch meine Aufstellung für das Spiel morgen um 14 Uhr gegen Celta Vigo. Wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Auf der einen Seite das Real Madrid des Grauens. Ein Real Madrid, bei dem diese Saison absolut nicht so läuft, wie sie das wollen. Ein Real Madrid, was geplagt ist von Verletzungen, was geplagt ist von schlechten Leistungen und was geplagt ist von schlechten Ergebnissen. Auf der anderen Seite das komplette Gegenteil. Ein FC Barcelona, der anscheinend die Saison ihres Lebens spielt, die Fußballwelt verzückt, die Gegner dominiert etc. pp. Ja, so sieht es aus, wenn man auf die Medien hört. Aber wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man 5 Spieltage vor Schluss einen Unterschied von nur 4 Punkten. Wer hätte das gedacht? Und wenn man dann noch bedenkt, dass nächste Woche noch ein Klassiko ist, und wenn man dann auch noch bedenkt, dass der letzte Klassiko aus dem Pokalfinale gar nicht diesen riesen Unterschied gezeigt hat, den man uns verkaufen will, könnte man als Madrid-Fan sogar noch etwas Hoffnung bekommen. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter. Es gibt sogar Gründe, warum ich glaube, dass Madrid noch Meister werden kann. Zunächst einmal, bevor wir uns das Restprogramm anschauen, was ist passiert? Warum glaube ich, dass Real Madrid jetzt eventuell einen anderen Fußball spielen wird? Punkt Nummer 1, der Punkt, den ihr natürlich auch im Thumbnail gesehen habt. Real Madrid hat anscheinend endlich die Lösung gefunden für das fußballerische Problem. Ich glaube, das Problem, was ich am häufigsten in meinen Videos in dieser Saison wiederholt habe, ist, dass Real Madrid einfach keinen guten Fußball spielt. Real Madrid schafft es einfach nicht, den Ball spielerisch von hinten ins Mittelfeld zu bekommen, geschweige denn vom Mittelfeld dann nach vorne. Real Madrid hatte einfach ein spielerisches Riesenchaos. Unsere Lösung war immer wieder ein langer Ball von Thibaut Courtois oder von den Verteidigern und unsere Stürmer haben reihenweise zugeguckt, wie die Innenverteidiger die Bälle wegköpfen. Das kann natürlich nicht der Plan von einem Real Madrid sein. Ein Carlo Ancelotti hat einiges probiert, um den Toni Kroos Ersatz zu finden. Er hat es versucht am Anfang der Saison mit Luka Modric, das hat nicht funktioniert. Er hat es versucht mit Camavinga, das hat nicht funktioniert, mit Fede Valverde. Dann hat er anscheinend mit Dani Ceballos fast eine Lösung gefunden. Aber dann kam das alte Problem von Dani Ceballos, seine Verletzungsanfälligkeit. Und auch, dass er einfach nicht konstant genug ist. Ein Dani Ceballos spielt hier 2, 3 wirklich gute Spiele, aber verschwindet dann auch wieder 2, 3 Spiele. Ja, und dann aus einer Not heraus hat Carlo Ancelotti einen Arda Güler in dieser Position probiert. Und zwar dann, als es am dunkelsten war. In einem Spiel auswärts, mittwochsabends bei Getafe. Viele Madridistas hatten das Spiel schon ein bisschen abgeschrieben. Aber der Türke hat seine Qualität gezeigt. Eine überragende erste Halbzeit von dem Türken. Er hat sie noch gekrönt mit einem Tor mit rechts, obwohl das der rechte Fuß nicht seine Stärke ist. Aber
Real Madrid hat vielen Madridistas zum ersten Mal wieder Spaß gemacht. Wir haben auswärts in Getafe dominiert und hätten das Spiel zur Halbzeit schon entschieden haben können. Und dann ist etwas passiert, was wieder gezeigt hat, wie wichtig der Türke ist. Denn in der zweiten Halbzeit ist er aus dieser Position entfernt worden und Real Madrid ist wie so oft in dieser Saison im Chaos verschwunden. Madrid hat den Punkt über die Zeit gerettet mit viel Glück und Thibaut Courtois. Aber kurz danach kam das Pokalfinale. Carlo Ancelotti hat das gemacht, was wir alle erwartet haben. Er hat wieder die gleiche Elf gebracht, wie so oft, seinen Spielern, denen er vertraut. Und Real Madrid war in der ersten Halbzeit, seien wir ehrlich, wieder überfordert. Der FC Barcelona hätte zur Halbzeit, haben sie verdient, mit 1:0 geführt. Aber Real Madrid musste reagieren und Carlo Ancelotti hat wieder zurückgegriffen auf Arda Güler. Und was Real Madrid ab der 50. Minute mit dem FC Barcelona gemacht hat, war für mich eine klare Dominanz. Im schwersten Spiel, was es im spanischen Fußball gibt, hat Real Madrid die Kontrolle übernommen. Mit Hilfe von Arda Güler, Luka Modric und auch meiner Meinung nach einem starken Kylian Mbappé. Aber Real Madrid, Carlo Ancelotti, scheint endlich die Lösung gefunden zu haben, scheint endlich seinen Toni Kroos gefunden zu haben. Und das ist der erste Punkt, der mir viel Hoffnung macht für den Rest der Saison. Kommen wir zum zweiten Punkt. Carlo Ancelotti selber. Ich habe euch im Vorspann gesagt, ein Fabrizio Romano hat gestern ein Video gemacht, wo er auf das Thema Carlo Ancelotti, Real Madrid, Xabi Alonso etc. eingegangen ist. Und er hat klargemacht, die brasilianische Föderation wartet weiterhin auf Carlo Ancelotti. Der Vertrag ist schon in trockenen Tüchern. Carlo Ancelotti ist zufrieden mit dem Vertrag, die brasilianische Föderation ist zufrieden mit dem Vertrag. Carlo Ancelotti plant sogar schon den Kader, den Brasilien mitnehmen soll zu den Spielen im Juni. Das ist alles schon durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Unterschrift, das Timing, weil Real Madrid nicht diese Unruhe im Verein haben möchte, bis die spanische Meisterschaft nicht entschieden ist. Aber sowohl die Mannschaft, der Verein als auch die Spieler wissen, das werden die letzten Spiele für Carlo Ancelotti. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, das wird der Mannschaft nochmal einen Schub geben. Zum einen wollen die sich natürlich vernünftig von Carlo Ancelotti verabschieden. Einem Trainer, der immer noch der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Real Madrid ist. Ein Trainer, der mit diesen Spielern sehr viel erreicht hat. Sehr viele Spieler sind ihm sehr dankbar. Und auch wenn es in dieser Saison nicht funktioniert hat, wird das nichts an der Legacy von Carlo Ancelotti bei Real Madrid beschmutzen. Und ich hoffe, dass die Spieler für ihren Trainer noch einmal alles geben. Auch mit der Gewissheit, bald sind wir ihn los. Auch wenn sich das böse anhört. Und der dritte Punkt, der mag sich jetzt verrückt anhören. Aber wir haben die größten Abwehrsorgen, an die ich mich erinnern kann. Und Real Madrid ist ein Inbegriff davon in solchen Situationen, wenn keiner mehr einen Cent für die gibt, dann auf einmal über sich hinauszuwachsen. Das haben wir in der letzten Saison gesehen. Als Karim Benzema uns Anfang der Saison verlassen hat, wir keinen Ersatzstürmer bekommen haben, außer einen Joselu, einen ganz anderen Spielertypen, ein Jude Bellingham ist gekommen. Und als sich Anfang der Saison Thibaut Courtois, der beste Torwart der Welt, einen Kreuzbandriss geholt hat, Eder Militao einen Kreuzbandriss geholt hat, David Alaba einen Kreuzbandriss geholt hat, die absoluten Stammspieler, und alle gesagt haben, das wird nichts mit Real Madrid, ist diese Mannschaft über sich hinausgewachsen. Wir haben in der ganzen Saison nur ein Spiel über 90 Minuten verloren. Wir haben die Liga gewonnen, wir haben die Champions League gewonnen. Real Madrid ist der Inbegriff davon, in der dunkelsten Stunde ihre beste Leistung zu zeigen. Und das ist der dritte Punkt, warum ich glaube, dass Real Madrid noch Meister werden kann. Und wenn ihr jetzt nicht an den Mythos Real Madrid glauben wollt, sondern an Fakten, dann schauen wir uns mal das Restprogramm vom FC Barcelona und von Real Madrid an. Fangen wir mit Real Madrid an. Wie wir alle wissen, morgen 14 Uhr gegen Celta Vigo. Es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Dieses Celta Vigo war vor kurzem noch 3-1 in der 60. Minute gegen den FC Barcelona auswärts in Barcelona vorne, hat am Ende 4-3 verloren. Aber das zeigt, wie stark Celta Vigo in dieser Saison ist.
Und bei Real Madrid, wie gesagt, fehlt auch noch die komplette Abwehr. Trotz alledem glaube ich, dass Real Madrid diese 3 Punkte morgen holen wird. Dann steht der Klassiko an und wie gesagt, wir haben vor einer Woche uns alle verwundert die Augen gerieben, als wir gesehen haben, was Madrid in der zweiten Halbzeit gegen den FC Barcelona geleistet hat. Wir haben gesehen, dass die Distanz zwischen den Vereinen gar nicht so groß ist, wie man uns versucht hat zu verkaufen. Und ich glaube, dass auch Madrid dort Chancen hat, vor allem, wenn man bedenkt, der FC Barcelona kommt dann gerade aus einem schweren Champions League Halbfinale gegen Inter Mailand. Die werden natürlich weniger Zeit haben, sich vorzubereiten. Ich bin gespannt, ob Real Madrid nicht da ihre Chance nutzen kann. Dann spielen wir zu Hause gegen Mallorca. Mallorca, ich glaube, da reicht, dass ein Pablo Maffeo bei Mallorca spielt für die Motivation, die Real Madrid braucht. Real Madrid wird gegen Mallorca, ich hoffe, gewinnen. Dann eins der schwersten Spiele, die wir noch haben, auswärts in Sevilla. Aber Sevilla ist nicht mehr das Sevilla der letzten Jahre. Sevilla spielt gegen den Abstieg und ich rechne mir da auch gute Chancen für Real Madrid aus. Und zu guter Letzt das letzte Heimspiel gegen Real Sociedad. Und ich glaube, an diesem Spieltag kann tatsächlich alles entschieden werden. Und wenn es um alles geht, im Santiago Bernabéu mit den Fans im Rücken, würde ich Real Madrid nicht abschreiben. Ja, wenn wir dann gleichzeitig auf das Restprogramm vom FC Barcelona schauen, die spielen zunächst einmal heute Abend auswärts bei Real Valladolid. Das wird meiner Meinung nach ein Selbstläufer. Real Valladolid ist die einzige Mannschaft, die schon abgestiegen ist. Die spielen dieses Jahr keinen Fußball, die sind mit Abstand Tabellenletzter. Der FC Barcelona wird damit der B- oder C11 gewinnen. Dann das nächste Rückspiel gegen Inter Mailand, das wird hier natürlich nicht gezeigt. Und dann kommt Real Madrid. Der FC Barcelona, wie gesagt, wird müdere Beine haben als Real Madrid. Dann muss der FC Barcelona auswärts zu Espanyol Barcelona. Dieses Derby in Barcelona hat schon oft für Überraschungen gesorgt. Viele Barcelona-Fans werfen Espanyol Barcelona vor, dass das so ein bisschen Real Madrid 2 ist, dass die Madrid immer gewinnen lassen und gegen Barcelona immer sehr stark spielen. Diese Saison haben wir gesehen, dass das nicht so ist. Aber Barcelona würde nicht zum ersten Mal Punkte bei Espanyol Barcelona verlieren. Dann Villarreal, immer ein unangenehmer Gegner. Ich glaube dann, dass der FC Barcelona gegen Villarreal gewinnt, bin ich ganz ehrlich. Aber auch da sind die 3 Punkte nicht einfach so gewonnen. Und das Spiel, wo meiner Meinung nach die Meisterschaft am Ende entschieden werden kann, Athletic Bilbao gegen den FC Barcelona. Athletic Bilbao ist eine Mannschaft, die gegen den FC Barcelona in den letzten Jahren immer gut aussah, vor allem in den Heimspielen. Und wenn es auf alles ankommt, können auch beim FC Barcelona die Füße flattern. Und das sind die Gründe, warum ich glaube, dass Real Madrid noch Meister werden kann. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Ja, und dann hatte ich euch versprochen, neueste Informationen, unter anderem zu Joan Martinez. Und was ich euch gerade einblende, ist das Training der A-Jugend von gestern von Real Madrid. Und ich bitte euch, achtet mal da auf den Hintergrund. Wer steht da schon wieder auf dem Platz und hat sogar einen Teil des Trainings mitgemacht? Genau, Joan Martinez. Seine Zeit der Erholung ist schon wieder kurz vorm Ende. Er trainiert bereits wieder mit der A-Jugend von Real Madrid mit. Und laut verschiedener Quellen möchte ihn Real Madrid zur Vorbereitung in die USA, zur Club-WM mitnehmen, damit er diese Erfahrung macht. Gute Nachrichten für diesen Jungen, gute Nachrichten für den Madridismo. Und wenn wir schon mal über die Club-WM reden, gibt es 2 Spieler, die sich diese Club-WM als Ziel gesetzt haben. Dani Carvajal und Eder Militao. Für viele war das utopisch zu denken, dass die beiden es schaffen können. Aber Real Madrid hat gestern dieses Video, was im Hintergrund läuft, veröffentlicht. Das war gestern. Unsere Jungs Dani Carvajal und Eder Militao stehen nicht schon wieder auf dem Platz, sondern die üben auch schon wieder Flankenläufe, Kopfbälle, Schüsse etc. pp. Dani Carvajal wieder über der rechten Außenbahn, flankt den Ball, Eder Militao macht ihn rein. Es sind noch 6 Wochen bis zur Club-WM und wenn das der aktuelle Fitnessstand ist von Dani Carvajal und Eder Militao, dann geht mein Herz auf und ich habe tatsächlich große Hoffnung, dass beide es zur Club-WM schaffen könnten.
wäre natürlich für Real Madrid mit diesen Abwehrproblemen eine unglaublich positive Nachricht. Und ich habe schon oft genug wiederholt, diese Club-WM ist für Real Madrid verdammt wichtig. Aber dazu kommen wir in den nächsten Tagen noch. Ja, und dann zu guter Letzt, morgen ist das Spiel Real Madrid gegen Celta Vigo um 14 Uhr. Deshalb werde ich jetzt nicht morgen früh ein Video machen, was um 12 Uhr erscheint, um 14 Uhr ist schon wieder Watchalong. Nein, morgen starte ich mit dem Watchalong. Aber ich weiß, ihr wollt unbedingt meine Aufstellung für das Spiel. Deshalb mache ich das jetzt. Hier meine Aufstellung für das Spiel morgen gegen Celta Vigo. Ja, im Tor, ich bleibe dabei, Thibaut Courtois. Ich bleibe auch dabei, dass ich mit diesem Real Madrid weiterhin mit einem 3-5-2 oder einem 5-3-2 spielen würde. Der zentrale Innenverteidiger muss zurzeit leider sein Aurélien Tchouaméni. Glaubt es mir, ich hätte ihn gerne im Mittelfeld. Der ist der Spieler des Monats, der ist der Spieler der letzten 2 Monate bei Real Madrid geworden. Also, trotz alledem, wir haben keine anderen Alternativen. Tchouaméni in die Innenverteidigung. Rechts von ihm würde ich aufstellen Raúl Asensio. Ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum. Links von ihm, und jetzt wird spannend, wer kann da spielen? Und ich als Trainer von Real Madrid würde mit Jacobo Ramón geben. Wir haben keine anderen Alternativen. Jacobo Ramón ist dazu seit über einem Jahr im Seniorenbereich. Er weiß, was es heißt, gegen körperlich stabile Gegner zu spielen. Und ich hoffe, an der Seite von einem Tchouaméni und von einem Asensio hat er auch etwas mehr Sicherheit in seinem Spiel und ist etwas ruhiger. Dazu ein Spiel im Santiago Bernabéu, wo die Fans ihm zur Seite stehen. Rechter Außenverteidiger, ganz klar Fede Valverde. Das ist Wettbewerbsverzerrung, wenn er spielt. Es ist wie wenn du mit 12 Mann spielst. Dieser Junge ist nach vorne eine Maschine und nach hinten auch. Links würde ich spielen mit Fran Garcia. Er hat zwar in der Defensive seine Schwächen, nach vorne ist er allerdings stark und mit 3 Innenverteidigern im Rücken kann er seine Stärken gut im Santiago Bernabéu zeigen. Dann das Wichtigste, die Kreativität, der Motor von Real Madrid, wo Fußball gespielt werden muss. Und diese 3 Namen, und mir ist das relativ egal, wer mal weiter hinten spielt, wer mal weiter links, wer mal weiter rechts, wer weiter zentral spielt. Die 3 Namen, die ich nenne, sind Jude Bellingham, Dani Ceballos und Arda Güler. Wie gesagt, es ist mir egal, wer da den Spielaufbau übernimmt, wer sich mal nach vorne fallen lässt, etc. pp. Aber das sind die 3 Fußballer, über die der Fußball von Real Madrid laufen sollte. Ich glaube, mit diesen 3 Spielern kann Real Madrid jeden Gegner in der Liga dominieren. Dann bleiben da vorne 2 Stürmer und die Wahl muss morgen sein, Vini Junior und Kylian Mbappé. Kylian Mbappé und Vini haben mir beide gegen den FC Barcelona gefallen und ich glaube, das sind Schlüsselspieler, die uns zur Meisterschaft schießen können. Ja, das wäre meine Aufstellung für das Spiel gegen Celta Vigo. Ich bin gespannt, was sagst du zu diesem Video? Glaubst du auch, Madrid hat theoretisch noch eine Chance oder glaubst du, nee Mario, deine Madrid-Brille ist viel zu fest? Was sagt ihr zu meiner Aufstellung, die ich euch präsentiert habe? Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, Follow etc. pp. Und wir sehen uns morgen zu meinem Livestream zu dem Spiel Real Madrid gegen Celta Vigo. Bis dahin.